Hallo, ich begrüße Sie zur September-Ausgabe von Tuk Talk. Uns Deutschen sagt man ja eine ganz besondere Beziehung zu unseren Autos nach. Schnell sollen sie sein und möglichst immer sauber und glänzend. Mehr und mehr spielt nun aber auch die Antriebsform eine Rolle. Wir sprechen daher mit unserem heutigen Gast darüber, was er von Elektro-, Wasserstoff- oder Brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen hält und wie unsere automobile Zukunft aussehen wird. Professor Dr. Thomas von Unwerth ist in Lüdenscheid geboren und hatte schon als Kind den Wunsch, in der Automobilbranche tätig zu sein. Nach einer Ausbildung zum Werkzeugmechaniker und einem Maschinenbaustudium mit Promotion an der TU Dortmund war er 10 Jahre lang in der Konzernforschung bei der Volkswagen AG tätig. Dort war er unter anderem für den Aufbau einer Brennstoffzellenfahrzeugflotte für die Olympischen Spiele 2008 in Peking verantwortlich. Mittlerweile ist der 51-Jährige seit 9 Jahren Leiter der Professur Alternative Fahrzeugantriebe an der Fakultät für Maschinenbau und Direktor des Instituts für Automobilforschung. Im vergangenen Jahr gründete er außerdem die Firma Fuel Cell Powertrain GmbH und übernahm den Vorsitz des sächsischen Innovationsclusters für Wasserstoff- und Brennstoffzellen. Eine der Stärken von Professor von Unwerth war es schon immer, andere für Technik zu begeistern. So versucht er mit einer zielgerichteten Ausbildung Studierende auf die kommenden Fahrzeugtechnologien vorzubereiten. Abseits der Technikwelt ist Professor von Unwerth ein Familienmensch, der besonders stolz auf seine Ehefrau und beide Kinder ist und nichts für unmöglich hält. Hallo, Herr Professor von Unwerth. Ich begrüße Sie recht herzlich bei Tuk Talk. Hallo, Frau Müller. Ja, wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Automobil. Ja, es ist ja so, dass mittlerweile immer mehr und mehr E-Autos produziert werden und sich der Käufer quasi fragen muss, ja, wie soll denn mein Auto betrieben werden? Über Batterie, über die Brennstoffzelle oder Wasserstoff? Ja, was würden Sie denn empfehlen? Also welche alternative Antriebsform ist denn tatsächlich die zukunftsfähigste? Die zukunftsfähigste ist ganz sicher die Elektromobilität. Die Elektromobilität mit Batterien wird kurzfristig das Mittel der Wahl sein. Warum? Weil die Autobauer nun nachhaltig auf die Batterie gesetzt haben in den letzten Jahren und nun Serienfahrzeuge im Markt anbieten. Und wir können Elektromobilität grün darstellen. Das heißt, sie können tatsächlich Strom sauber produzieren über Windkraft, Photovoltaik, Wasserkraft. Die Option ist zumindest da, hin zu einer CO2-freien Mobilität zu kommen. Das funktioniert mit Elektromobilität. Aber die Batterie wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Denn die Batterie bringt viele Nachteile mit. Die Batterie bringt den Nachteil der beschränkten Reichweite, wie lang sie auch immer dann sein wird in der Zukunft. Aber es wird eine beschränkte Reichweite bleiben. Die Batterie benötigt lange Ladedauern, auch wenn hier Schnelllademöglichkeiten bereitgestellt werden, die es nun ermöglichen, vielleicht 80% der Ladekapazität in einer halben Stunde im Fahrzeug nachzuladen. So wird auch das eine Komforteinbuße mit sich bringen. Und diese Komforteinbußen wären nicht notwendig, wenn wir wieder auf einen chemischen Energieträger setzen. Und dieser chemische Energieträger, der aber dann auch in die Elektromobilität mündet, kann eigentlich nur der Wasserstoff sein. Der Wasserstoff in Kombination mit einer Brennstoffzelle im Auto nämlich produziert oder wandelt chemische Energie in elektrische Energie. Und diese elektrische Energie kann dann kontinuierlich genutzt werden, um das Auto voranzutreiben. Das heißt, wir reden auch über Elektromobilität, aber darf nicht verwechselt werden, nicht über batterieelektrische Mobilität, sondern über E-Mobilität mit einer Brennstoffzelle. Und die bringt alle Komfortmerkmale mit, die Sie von der heutigen verbrennungsmotorischen Mobilität kennen. Und damit kann das eigentlich nur der vollwertige Ersatz für das Auto der Zukunft sein. Und wie muss man sich das vorstellen? Also wie funktioniert dann der Antrieb über die Brennstoffzelle? Die Brennstoffzelle, das Brennstoffzellenprinzip ist eigentlich recht simpel zu erklären. Wir sehen vor uns einige Bauteile einer PEM-Brennstoffzelle. PEM-Brennstoffzelle ist eine Abkürzung, heißt Polymer-Elektrolyt-Membran-Brennstoffzelle. Und im Namen steckt der Kernbestandteil, nämlich eine Polymermembran, also ein Stück Kunststoff. Oft sage ich tatsächlich meinen Studenten sehr profan, es handelt sich um ein Stück Kunststofftüte. Es ist aber ein sehr besonderer Kunststoff, nämlich ein Teflon-Derivat, das an den freien Kettenenden sogenannte Sulfonsäuregruppen besitzt. Und diese Sulfonsäuregruppen sind negativ geladen, sodass positive Ladungsträger andocken können. Wasserstoff ist, wenn er aufgespalten wird in seine Kernbestandteile, auch nichts anderes als Protonen und Elektronen. Und die Protonen sind bekanntlicherweise positive Ladungsträger, können also durch diese Membran hindurch wandern und treffen auf der anderen Seite mit dem dort vorhandenen Luftsauerstoff, reagieren zu nichts anderem als Wasser und produzieren durch die frei gewordenen Elektronen, die außen herumfließen müssen, weil sie nicht durch diese Membran hindurch können, elektrischen Strom. Das heißt, sie können einen Elektromotor antreiben und produzieren nebenbei auch noch Wärme, die dann als Abwärme für den Fahrzeuginnenraum verwendet werden kann. Und damit können Sie ein Fahrzeug kontinuierlich über lange Reichweiten vorantreiben und das auch noch mit einem besonders guten Wirkungsgrad und eben, ganz wichtig, absolut CO2-frei.
Ja, Sie beschäftigen sich ja jetzt schon länger mit dem Thema. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt die Probleme, die da auf Forscher wie Sie oder auch die Automobilbauer zukommen? Ja, wir beschäftigen uns hier an der Technischen Uni in Chemnitz seit etwa 9 Jahren mit der Technologie. Die Herausforderungen, die heute noch bestehen, sind eigentlich weniger, aber auch technologischer Natur. Wir arbeiten an anderen Werkstoffen, an Werkstoffabwandlungen, die für die Brennstoffzelle, für den Wasserstoff verträglicher und geeignet sind. Wir arbeiten an Produktionsprozessen, aber mit dem großen Ziel, und das ist das Wichtigste, was heute tatsächlich auf Prioritätsplatz Nummer 1 steht, die Kosten zu reduzieren. Wissen wir, dass wir Brennstoffzellenfahrzeuge heute darstellen können. Als Prototypen haben sie bereits die Welt einmal umrundet. Am Beispiel der Daimler AG, die tatsächlich das größte Problem, das auftrat, war eine Reifenpanne. Die Brennstoffzelle hat tatsächlich Millionen von Kilometern abgespult in Prototypen. Aber von einem Prototypenfahrzeug zu einem Serienfahrzeug zu kommen, das Sie überall auf der Welt jedem Kunden an die Hand geben können, mit allen Komfortmerkmalen, ist es ein weiter Weg und es muss vor allem dann auch kostengünstig dargestellt werden können. Und das sind die Fragestellungen, die uns heute beschäftigen. Wie können wir serientaugliche Produktionsprozesse entwickeln, die dann in den Kosten, die Kosten für das Brennstoffzellensystem und das Fahrzeug senken und damit dann tatsächlich die Serienreife darstellen und in großen Stückzahlen verkauft werden können. Ja, und wie können Sie denn mit Ihrer Professur und Ihrer Forschung diese Entwicklungen unterstützen? Ja, wir sind in vielen anwendungsnahen, aber auch Grundlagenforschungsprojekten involviert. Beispielsweise 4 EU-Projekte, in denen wir aktuell an Komponenten für die Brennstoffzelle gemeinsam mit europäischen Partnern arbeiten. Wir haben ein Netzwerk gegründet, den Innovationscluster H2 e.V. in Sachsen, getragen vom Sächsischen Staatsministerium, in dem wir mit 60 Industriepartnern, kleinen mittelständischen Unternehmen, aber auch größeren Konzernen wie der Continental AG an den einzelnen Komponenten und den Produktionsprozessen arbeiten und diese Ergebnisse dann in die Serie transferieren, sodass die Industrie letztendlich von unseren Forschungsarbeiten profitieren kann. Ja, was glauben Sie denn, wie lange es dauert, bis Ihre Forschungsarbeiten dann tatsächlich in der Industrie angekommen sind? Es geht bei den industrienahen, bei den angewandten Forschungsprojekten durchaus sehr schnell. Einige Technologien haben wir bereits in einem Start-up untergebracht. Wir haben die Fuel Cell Powertrain GmbH ausgegründet, die in Zukunft hier in Chemnitz Brennstoffzellenfahrzeugsysteme produzieren wird. Bei Grundlagenforschungsprojekten wird es etwas länger dauern, denn die sind tatsächlich geschaffen dafür, um neue Meilensteine zu legen, um dann die Entwicklung der Brennstoffzelle von morgen weiter betreiben zu können. Denn befinden wir uns heute in einem Stadium bei der Brennstoffzelle, wo der Verbrennungsmotor vor etwa 100 Jahren stand. Wir sind also noch auf einem sehr steilen Entwicklungsgradienten. Haben wir eben durch die Grundlagenforschung, die wir heute betreiben, die Möglichkeit, dann in Zukunft einen anderen Entwicklungsstand bei der Brennstoffzelle zu erreichen, die dann die Serie darstellen kann. Sie hatten mir im Vorfeld ja auch verraten, dass in Kürze in Chemnitz die erste Tagung für die Automobilforscher stattfinden wird. Worum geht es dabei? Ja, genau aus dem Grund, weil wir nun unsere Forschungsergebnisse A publizieren möchten, B aber auch den Partnern die Möglichkeit geben möchten, ihre Forschungsergebnisse und ihre Produkte vorzustellen, die daraus entstanden sind, haben wir im November diesen Jahres die erste in Chemnitz angesiedelte Brennstoffzellenkonferenz, wo wir internationale Teilnehmer eingeladen haben und auch schon viele Anmeldungen registrieren konnten, die sich dann auf wissenschaftlicher Basis zu dem Thema Brennstoffzelle hier in Chemnitz treffen werden. Dann sind wir alle, denke ich, sehr gespannt auf unsere automobile Zukunft. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass wir heute in Ihrer neuen Halle sein durften. Sehr gerne. Für die kommende Ausgabe haben wir uns Frau Veronika Mühlhausen eingeladen. Sie ist die Leiterin des Kreativzentrums unserer Universität. Hier bietet sie Schulklassen lehrplanbezogene Veranstaltungen an und hilft dabei, den Schülerinnen und Schülern spielerisch neue Lerninhalte zu vermitteln. Sollten Sie Fragen rund um diesen außerschulischen Lernort haben, können Sie uns diese natürlich wie immer an die angegebene E-Mail-Adresse schicken. Bis zum nächsten Mal.